Rom ist nicht nur für beeindruckende Errungenschaften wie Aquädukte, öffentliche Toiletten, ausgeklügelte Straßennetze und architektonische Meisterwerke bekannt. Ein weniger beachteter, jedoch bedeutsamer Aspekt des antiken römischen Lebens ist die Prostitution und ihre Rolle in der Gesellschaft. Dieses Phänomen, tief im sozialen und kulturellen Gefüge Roms verankert, spiegelt nicht nur die Bräuche und Normen jener Zeit wider, sondern stellt auch ein komplexes System von rechtlichen und sozialen Vorschriften dar. In dieser Betrachtung erkunden wir, wie die römische Gesellschaft und Gesetzgebung die Prostitution sahen, wie sie reguliert wurde und welchen Einfluss sie auf das tägliche Leben in der Republik und später im Imperium hatte. Erwähnungen der Prostitution im antiken Rom tauchen erstmals bereits im 7. Jahrhundert vor Christus auf, kurz nachdem die Stadt gegründet wurde. Mit dem Wachstum der städtischen Bevölkerung nahm auch die Anzahl der Menschen zu, die ihren Körper verkauften. Das römische Gesetz verbot die Prostitution nicht, selbst wenn es um freigeborene Bürger der Republik ging. Darüber hinaus wurde der Besuch einer Prostituierten durch einen Mann nicht als Ehebruch im rechtlichen Sinne betrachtet, also nicht als Untreue. Diese Regelung kam jedoch nur den Männern zugute. Wenn ein Ehemann seine Frau mit einem männlichen Prostituierten entdeckte, konnte er ihn töten. Diese Unterscheidung ergibt sich daraus, dass die Verbindung eines Mannes mit einer Kurtisane nicht die Gefahr einer illegitimen Nachkommenschaft und die Erbrechte legitimer Kinder gefährdete, während ähnliche Verbindungen einer Frau zur Geburt eines Kindes von einem anderen Mann führen konnten. Im römischen Recht wurde die Prostitution durch strenge Registrierung und Kontrolle seitens der Ädilen geregelt, die für die Ordnung in den Bordellen sorgten. Prostituierte mussten sich registrieren lassen und erhielten neue Namen, wie aus den Schriften des Martial und Inschriften in Pompeji bekannt ist. Das Gesetz hatte auch Einfluss auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Nach der Registrierung trugen sie kurze Tuniken und dunkle Togen, während ehrbare Frauen längere Gewänder trugen. Im Laufe der Zeit wurden die Unterschiede in der Kleidung zwischen Prostituierten und anderen Frauen jedoch weniger ausgeprägt. Die gesellschaftliche Einstellung zu sexuellen Vergnügungen durch kommerzielle Beziehungen und die marginale Stellung der meisten Frauen trugen zur Verbreitung der Prostitution in der Antike bei. Die Grundlage für diese Tätigkeit bildeten Sklavinnen und arme Frauen Roms. Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit der Kurtisanen keine Sklavinnen waren, da die Besitzer oft andere Verwendungsmöglichkeiten für sie fanden. Hauptsächlich waren die Kurtisanen Meretrices, also Mietfrauen, die auch als Lupae bekannt waren, was Wölfinnen bedeutet. Ihr Weg zur Prostitution ähnelte, wie Quellen zeigen, dem, was viele Prostituierte auch noch 2000 Jahre später erlebten: Armut in der Familie, harte Arbeit und die Versuchung des leichten Geldes. Der bekannte Dramatiker des 2. Jahrhunderts vor Christus, Publius Terentius, beschrieb eine solche Geschichte. Vor etwa 3 Jahren kam eine junge Frau aus Andros hierher, in der Blüte ihrer Jahre, reizend, gezwungen, wegen Armut und Untätigkeit ihrer Verwandten umzuziehen. Zunächst führte sie ein bescheidenes und anständiges Leben, verdiente ihren Lebensunterhalt mit Spinnen und Weben. Doch als der erste Liebhaber auftauchte und ihr Geld anbot, und dann ein zweiter, denn die Menschen ziehen Vergnügen so oft der Arbeit vor, nahm sie sein Angebot an und machte dies bald zu ihrem ständigen Einkommen. Prostitution galt als schändlich und Prostituierte wurden als ehrlos angesehen. Sie wurden oft von Kunden und Zuhältern geschlagen und beleidigt, und das Gesetz schützte sie nicht. Trotz der Risiken und der gesellschaftlichen Verachtung wurden sie durch das Geld entschädigt. Eine erfolgreiche Kurtisane konnte erheblich mehr verdienen als der durchschnittliche Bürger. Im 1. Jahrhundert nach Christus lag ein angemessener Verdienst eines Mannes in Rom bei 8 bis 10 Kupferasse pro Tag, während die Dienste einer billigen Prostituierten 2 Asse kosteten, was einer Schale Wein oder einem Abendessen entsprach.
Im mittleren Segment lag der Preis für Sex bei bis zu 2 Denaren, aber meistens betrug er einen Denar. Um mehr als der durchschnittliche Römer zu verdienen, musste eine Kurtisane mehrere Kunden am Tag bedienen. Eine Prostituierte zu finden war genauso einfach wie einen Fleisch- oder Wasserhändler, wenn nicht sogar einfacher. Der Dichter Quintus Atta aus dem 1. Jahrhundert vor Christus schrieb: Sie streifen wie Wölfe durch die Straßen auf der Suche nach Beute. Zuhälter lockten Kunden auf den Straßen, Kurtisanen arbeiteten in Tavernen, Thermen, Bäckereien und Gasthäusern und warteten auf Kunden in den Säulengängen bei Zirkussen und Theatern, sogar bei Tempeln und Friedhöfen. An den Eingängen zu Häusern und Geschäften konnte es Inschriften geben, wie zum Beispiel in Pompeji: Eutychia, bezaubernde Griechin, 2 Asse, oder bei den Bädern: für die, die verschmelzen möchten, zu Attis für einen Denar. Phallus an den Wänden der Häuser wiesen den Weg zum öffentlichen Haus, dem Lupanar, Wolfsbau. In Pompeji im 1. Jahrhundert vor Christus mit einer Bevölkerung von etwa 10.000 Menschen gab es ein großes Bordell mit 10 Zimmern und noch 9 kleinere. In Rom, wo die Bevölkerung bis zu 1 Million Menschen betragen konnte, gab es mehr als 30 große Bordelle. Der Staat erhob Steuern von den Prostituierten und Caligula eröffnete sogar ein luxuriöses Bordell auf dem Palatin. Laut Sueton verfügte er über zahlreiche Räume, prächtig eingerichtet, in denen verheiratete Frauen und freigeborene junge Männer ihre Dienste anboten. Herolde riefen die Menschen auf den Märkten und Basiliken zusammen und den Besuchern wurden Kredite auf Zinsen angeboten. Die Liebe sozusagen auf Kredit, während die Namen derjenigen, die das Einkommen des Kaisers steigerten, für alle sichtbar aufgezeichnet wurden. Ein typisches römisches Lupanar, das 1862 in Pompeji von Archäologen entdeckt wurde, war weniger luxuriös. Im Inneren waren an den Wänden Inschriften obszönen Inhalts sowie Abbildungen nackter Frauen zu sehen. Die Kunden betraten den Empfangsraum, wählten eine Frau aus und gingen in eine der kleinen Kammern von etwa 2 Quadratmetern. Die Wände waren mit obszönen Inschriften und Fresken mit erotischen Szenen geschmückt. Am Ende des Ganges befand sich eine Latrine. In jedem Zimmer gab es ein Bett, einen Krug und ein Becken mit Wasser, aber keine Fenster oder Türen, möglicherweise nur Vorhänge. Die Einrichtung war schlicht und wenig romantisch. Die Bordelle waren von mittags bis in den frühen Morgen geöffnet. Im antiken Rom sorgte Ausschweifung unter der Aristokratie nicht für Verwunderung, jedoch besuchten die Patrizier selten Bordelle. Wohlhabende Römer hatten in der Regel Konkubinen und Sklavinnen. Dasselbe galt auch für reiche Frauen. Interessant ist jedoch, dass selbst gebildete und wohlhabende römische Frauen ihre Liebe verkauften, jedoch nicht als Arbeiterinnen öffentlicher Häuser, sondern als Mätressen, die einen bestimmten Gönner oder mehrere wählten und mit ihnen individuelle Beziehungen eingingen. Aus diesem Grund betrachtete das römische Gesetz sie nicht als Prostituierte, da Prostitution als öffentlicher Verkauf des Körpers ohne Auswahl definiert wurde. Infolgedessen waren edle römische Frauen, die man als Prostituierte bezeichnen könnte, selten, obwohl es solche Fälle durchaus gab. Frauen des ältesten Gewerbes waren in allen Ecken der ewigen Stadt verbreitet. Ein interessanter Fakt ist, dass einige von ihnen sogar ihre Dienste auf Friedhöfen anboten und den Namen Bustuari erhielten, was Grab bedeutet. Im antiken Rom waren spezielle Bronzemünzen im Umlauf, die Spintrin. Diese wurden ausschließlich zur Bezahlung der Dienste von Frauen des ältesten Gewerbes verwendet. Eine Besonderheit dieser Münzen war, dass anstelle des üblichen Kaiserprofils erotische Szenen abgebildet waren. Eines der skandalösesten Beispiele ist Valeria Messalina, die 3. Frau des Kaisers Claudius. Es wird angenommen, dass Messalina an einer Störung litt, die mit unbefriedigter Lust zusammenhing und versuchte, ihre Wünsche zu stillen, indem sie heimlich in einem öffentlichen Haus arbeitete. Der römische Satiriker Juvenal
behauptet in seinen Werken, dass Messalina nachts die königlichen Gemächer verließ, eine weiße Perücke aufsetzte und in Bordell ging, wo sie unter dem Namen der Prostituierten Lyziska Männer bediente und die volle Bezahlung verlangte. Es gibt auch eine Version, dass Messalina eines der Bordelle in Rom besaß. Der Rekord der Kaiserin lag bei 50 Liebhabern pro Schicht. Prostitution in der Antike hatte in den Augen der damaligen Zeit eine Rechtfertigung, insbesondere als Teil des Sklavensystems. Wie Kiefer in Das Sexualleben im alten Rom schreibt, verloren Männer, die sich mit Prostituierten einließen, nicht an Ruf, im Gegensatz zu Frauen, die für ihre Dienste Geld erhielten und dadurch ihren Respekt verloren. Trotz alledem existierte ein erstaunlicher Widerspruch. Eine Prostituierte, die von der Gesellschaft geächtet wurde, spielte eine bedeutendere Rolle im öffentlichen Leben als eine Hausfrau, deren Aktivitäten sich auf das Haus beschränkten. Die römische Prostituierte war im wahrsten Sinne des Wortes öffentlich. Sie zog die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich, wurde zum Gesprächsthema und Teil der Chroniken und zum Objekt öffentlicher Aufmerksamkeit, dessen Spuren bis heute in der Literatur und Kunst sichtbar sind. Generell war die Prostitution im antiken Rom ein komplexes und vielschichtiges Phänomen, das tief in das gesellschaftliche und kulturelle Leben verwurzelt war. Von einfachen und unscheinbaren Lupanaren bis hin zu skandalösen Geschichten der Oberschicht, wie der von Valeria Messalina, umfasste die Prostitution verschiedene Schichten der römischen Gesellschaft. Dieser Aspekt des antiken römischen Lebens zeigt nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Realitäten der damaligen Zeit, sondern offenbart auch die Komplexität menschlicher Beziehungen, Leidenschaften und Macht. Die Prostitution, die offiziell anerkannt und reguliert wurde, war ein integraler Bestandteil der römischen Kultur und spiegelte ihre Widersprüche und Vielfalt wider.